Hallo Lego-Zug-Freunde und willkommen heute zu einem neuen Video. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, wird da hinten heute ein bisschen gearbeitet. Und zwar habe ich ja im letzten Video erwähnt, dass wir hinten die Steigung machen, beziehungsweise die Neigung nach unten. Das bedeutet, wir werden das Ganze mal ausschneiden. Los geht's! Jetzt haben wir die Fläche hier mal rausgeschnitten und als nächstes kommt dann hier die Fläche drunter, also die wir gerade rausgesägt haben, kommt dann hier drunter mit den Scharniereln, die ihr hier seht. Die haben wir gefunden, deshalb schaut das so chaotisch aus. Wird dann hin anmontiert und wir machen mal die Zugstrecke bis hier runter. Auf geht's! So, als nächstes werden wir das jetzt noch ein bisschen abflachen, da es noch ein bisschen extrem steil ist. Und wir kennen alle das Problem bei Lego, dass die Geraden einfach nicht drüber fahren können ohne Probleme, weil die Räder sich meistens entgleisen. Deshalb werden wir die Ecke da jetzt ein bisschen abflachen. Also so sieht es jetzt aus. Also man sieht zwar, dass die Hinterräder noch immer ein bisschen in die Höhe gehen, aber das ist wurscht, weil die anderen drei schon wieder im Gleis drinnen sind. Nachdem wir jetzt hier hinten die Schräge gemacht haben, geht es als nächstes zu den Löchern. Und zwar wird auch diese Stadt hier beleuchtet und überall, wo ich jetzt so kleine Löcher gemacht habe, werden mal Stromkabel durchgeführt und die werden wir jetzt bohren, damit wir mal die ganzen Stromlöcher haben. Jetzt habe ich das Ganze mal ein bisschen wieder sauber hergerichtet. Jetzt sieht man diese Löcher nur noch ganz klein, da überall in den jeweiligen Ecken. Und wir haben natürlich keine einzige Platte beschädigt oder so, wie ihr sehen könnt. Alles einfach nur im Holz drinnen. Na gut, nachdem wir das da hinten so schön gemacht haben, geht es jetzt hier weiter. Und zwar werden wir jetzt mal die Zugstrecke, diese hier, mit der verbinden und schauen wir mal, ob wir die mit der bzw. die Strecke hier auch machen können. Auf geht's! So, das ist meine Twix-Bricks Kiste, da sind jetzt alle Twix-Bricks Sachen drinnen. Und jetzt gehen wir mal da alles wieder raus, damit wir die richtigen Kurven haben. Da haben wir sie eh. Was sind das für welche? Sieht man das? Genau, das linke sind die 24er Radius und das rechte sind die 40er Radius. Das finde ich übrigens echt cool, dass sie das da so angeschrieben haben. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall 4 Stück davon. Das heißt 4 Stück von den 40er und 4 Stück von den 24er. Und schauen wir mal, ob das überhaupt realistisch ist, wenn wir die Sachen hier verbinden. Also ich finde es aktuell so am schönsten. Und zwar sind das jetzt die kleinsten, also die Radius 32. Damit habe ich jetzt 4 Stück genommen, dass es genau ausgeht, einen Viertelkreis zu machen. Hier habe ich jetzt einfach nur eine Lego gerade noch hinzugefügt und hier einfach 3 Tricks, also 3 flexible.
So, was meint ihr? Ich finde, es sieht schon extrem aus, wenn man hier gleich sieht. So sieht eine Lego-Kurve aus und hier dann gleich die Zugkurve. Ja, also sieht schon extrem aus. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das funktionieren wird. Auf jeden Fall haben wir da hinten jetzt mal die Zugstrecke verbunden. Wir können es gleich testen, ob es funktioniert oder nicht. Aber ja, vielleicht fällt euch ja irgendwas Besseres ein, wie ich es noch besser lösen kann. Aber schau mal, ob es funktioniert, weil wenn es funktioniert, ist es ja nicht so schlimm. Ja, also funktionieren wird's. Er bremst halt extrem ab, aber er kann auf jeden Fall ohne Probleme um die Kurve fahren. Ja, außerdem ist da der Bahnhof, also da kommt ja der Bahnhof hin, von daher muss er ja gar nicht mal schnell um die Kurve fahren. Ich weiß nicht, ob ich es so lassen werde. Das werden wir uns anschauen, wie es sich ergibt. Vielleicht finde ich ja oder ihr eine bessere Lösung dafür, was man machen kann. Aber sonst, ja, es passt. Übrigens, nächste Woche seht ihr die ganzen Tricksburg-Sachen in Aktion. Also, wenn ihr das Video seht, eine Woche drauf, nächsten Samstag, seht ihr dann die ganzen Tricksburg-Sachen, wie sie halt wirklich funktionieren, ob sie auch alle funktionieren. Aber ihr seht jetzt gerade, okay, Radius 24 funktioniert. Ja, ich meine, fahren kann er. Eigentlich passt's. Es sieht halt sehr eng aus, die Kurve. Ich zeige es euch jetzt nochmal von einer anderen Perspektive. Sieht halt schon extrem eng aus. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Schauen wir mal uns jetzt dieses Eckerl hier an. Bei der zweiten Zugstrecke muss ja hier eine Weiche rein, damit es hier mal geradeaus weitergeht und hier rüber nach links. Dafür verwende ich diese Tricksbricks Weiche, die einfach ganz mal nach links geht. Dann habe ich mir gedacht, dass wir hier einen Radius 32 dran geben. Dann eine Originale wieder, also von Lego, Radius 40. Und das sieht gleich viel besser aus. Und dann noch einmal Radius 40, aber von Tricksbricks, also die Hälfte davon, von einer normalen Kurve. Das geben wir auch noch dran. Und dann können da eigentlich schon die Geraden hin. Und ich finde, das sieht eigentlich recht gut aus. So, 8 Noppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das passt. Ja, und so sieht das Ganze aus. Also, sieht eigentlich nicht schlecht aus. Finde ich. Ja, ich finde, jetzt schaut es gut aus. Weil jetzt geht das wirklich parallel so rüber. Und ja. Nein, ich finde, die Kurve sieht gut aus. Die ist gut gelungen. Die werde ich so lassen. Das ist nur ein bisschen eng hier. Aber man kann ja auch über die Platte hinaus arbeiten. Weil wir werden dann das nächste Lego-Stadt-Video, werden wir dann die ganzen grauen Flächen, die man hier sieht, die man da sieht, die man hier sieht, die werden wir alle bedecken. Damit es mal nicht so grau ist und damit mal das Holz langsam verschwindet. Passt. Ich mache jetzt auch noch eine kleine Teststrecke mit der hier, aber wenn das funktioniert, wird das auch funktionieren. Oh, was ich noch vergessen habe, Lego-Schienen können natürlich hier auch entlang, also ein paar Geraden. So, sieht gleich viel besser aus, wenn mehr Gleise hier sind. Ja, okay, das war jetzt vielleicht zu viel. Auf jeden Fall, hier bin ich mir noch nicht sicher, wie wir das genau lösen. Laut Plan es ist noch immer zu extrem, aber wurscht, soll halt hier die Zugstrecke weiterführen. Also hier soll eine kleine Brücke sein oder ich weiß noch nicht ganz genau, was ich da machen werde. Auf jeden Fall, hier wird die Kurve fahren, weil hier ja der Berg entsteht, also hier und hier ist die Einfahrt vom Berg. Und ich möchte ihn außerhalb vom Berg entlang fahren. Dafür sind eigentlich die Kurven mit dem engen Radius gedacht. Aber dass sie hier gut hinpassen, beziehungsweise hier, jetzt
zeige es euch nochmal so. Ist eigentlich auch super, dass er so gut hinpasst. Ja, das wird unsere Brücke. Die wird dann auf die andere Seite rübergehen, die ich jetzt nicht filmen werde, weil die komplett voll angeräumt ist. Und die da geht wieder, wie gesagt, daher. Das da hinten wird noch verbunden. Und dann haben wir eigentlich den ersten Teil der Zugstrecke erledigt. Hier geht es nach unten, da seht ihr auch, dass es aufhört, weil ich habe es noch nicht weitergemacht. Und ich würde auch sagen, das war's mit dem Video. War ein bisschen mehr bauen heute, aber das gehört natürlich auch dazu. Ansonsten würde ich jetzt einfach nur noch den Zug ein bisschen herumfahren lassen. Und dann wünsche ich euch noch ein angenehmes Wochenende. Tschüss!